Ein Thema, kein richtig oder falsch. Fußball-WM 2022 in Katar. Ja, das ist ein Skandal und es ist eine Schande für mich, für den Fußball, dass die WM in Katar stattfindet. Einem Land, was absolut nichts mit Fußball zu tun hat. Es ist kein Gebäude oder Event der Welt wert, dass Menschen dafür sterben müssen. Echt 15.000? So viel habe ich echt nicht erwartet. Ich gehe wirklich von aus, dass viele überhaupt nicht wissen, was da los ist. Fußball hat ja überhaupt gar keine Kultur in Katar. Ich frage mich wirklich, warum die Spiele dort ausgetragen werden. Ich gucke sehr gerne Fußball, weil ich 10 Jahre lang Fußball gespielt habe und ein Fan von dem Sport bin. Mir ist relativ egal, wer gewinnt. Aber dieses Mal habe ich da ein bisschen Probleme mit, weil das in Katar stattfindet und das Land sich nicht um Menschenrechte schert. Gastarbeiter mussten unter miserablen Umständen arbeiten und leben. Über 15.000 Tote hat der Stadienbau bisher gefordert. Also was ich persönlich, sage ich mal, für mich festgestellt habe, ist einfach, dass der Mensch ein Schwein ist. Ja, da geht mir auf gut Deutsch das Messer an der Tasche auf. All diese Stadien werden nie wieder ihre Nutzung wirklich erfüllen. Es ist ganz oft, dass sich die Welt dann mal 4 bis 8 Wochen um diesen Ort dreht und danach interessiert das keinen Menschen mehr. Man braucht ja nur Südafrika anschauen. Die Stadien der Weltmeisterschaft damals, die sind ja teilweise vom Urwald überwuchert mittlerweile. Ja, Fußball halt. Ich bin nicht so der Fußballer. Ich war mal richtig besessen von Fußball. Ich dachte, es wird nichts anderes geben in meinem Leben außer Fußball. Und jetzt ist es Basketball. Also ich persönlich schaue tatsächlich gar nicht Fußball, außer die WM. Ja, WM verfolgt man natürlich dann irgendwie schon. Sonst bin ich eigentlich jemand, der so alle Spiele wirklich von Anfang bis Ende guckt. Und diesmal habe ich echt so ein bisschen Herzschmerz. Bei sowas wie der FIFA zu arbeiten, muss man, glaube ich, echt ein bisschen skrupellos sein. Korrupter Dreckladen. Reiche alte Säcke, die sich da die Taschen voll machen. 3 FIFA-Funktionäre haben ihre Stimmen für Katar verkauft. Ohne diese Stimmen wäre die WM 2022 an die USA vergeben worden. Katar erhofft sich dadurch eine weltweite Anerkennung und mehr Touristen auch nach der Austragung. Ich glaube nicht, dass das der große Durchbruch ist. Ich meine, in der Wüstenstadt Stadien aufzubauen für einen Sport, der dort nicht mal wirklich groß ist, also das ist kein Argument. Ein Land, wo die Frau auf gut Deutsch überhaupt nichts zu melden hat, ja, wo es wirklich nur um den ihren Glauben geht, ich weiß nicht. Gerade als Frau, die sehr offen auch mit ihrem Körper umgeht und auch als Frau, die eine Partnerin hat, mit der ich wahrscheinlich nicht mal Händchen halten könnte dort. Gibt es da nicht noch die Todesstrafe für queere Menschen? Und dann im Winter kein Public Viewing, all dieser Sommerflair, draußen trinken. Ja, also man kennt es eigentlich, dass man früher die WM auf der Terrasse im Sommer geschaut hat mit seinen Freunden und nicht jetzt irgendwie mit dem Weihnachtsbaum. Ich finde, da klebt Blut an den Händen und ich finde es eigentlich ein Unding, dass man das unterstützt. Für mich wäre das krasseste Zeichen, wenn alle Vereine sagen, wir fahren da nicht hin, wir machen da nicht mit. Also es muss ein ganz klarer Boykott vom deutschen Team kommen, es muss ein ganz klarer Boykott von anderen Teams kommen, es müssen auch klare Botschaften von unserer Bundesregierung kommen. Das wird nicht boykottiert, da fließen so viel Gelder, das wird durchgezogen, das ist denen egal, Hauptsache die WM findet statt. Gerade als Spieler, ich meine, die verdienen genug Geld. Da könnte man auch mal sagen, ich verzichte auf eine WM dafür, dass keine Menschen mehr sterben. Das ist schon krass. Wenn Spieler sagen, ich boykottiere ein Turnier, dann wird es das auch mit in ihrer Karriere, zumindest in Sachen Nationalmannschaft, gewesen sein. Die einzigen, die es boykottieren können, wären eher die Fans, also wir. Ich würde wahrscheinlich jetzt zur Katar, und man würde mir Tickets schenken, würde ich nicht hingehen. Ich will eigentlich schon, weil ich die Stadionatmosphäre lang nicht mehr hatte. Aber ja, bei dieser WM würde ich auch darauf verzichten. Ich als homosexueller Mann möchte nicht in dieses Land reisen, wo ja, meine Lebensart und meine Natur unter Strafe stehen. Ich werde die Tickets vielleicht verkaufen oder vielleicht als Boykott quasi einfach leer lassen. Wenn ich frei hätte, würde ich mir das irgendwie doch anschauen gehen, weil ob ich jetzt, sage ich mal, im Stadion bin oder nicht, das findet so oder so statt.